In dem ersten Abschnitt ging es ja dabei um den sogenannten dritten Weg. Und von hier aus beschäftigen wir uns jetzt nochmal mit dem Konzept der Transformation, das wir eingangs ja schon behandelt hatten. Es geht jetzt darum, als Lernziel für Sie nochmals die theoretischen Grundlagen der solidarischen Ökonomie nachzuvollziehen und auch deren Funktion innerhalb der großen Transformation zu reflektieren. Wir hatten ja schon des Öfteren angesprochen, dass sich die solidarischen Ökonomien häufig auch der Kritik ausgesetzt sehen, dass sie letztendlich nur zur Stabilisierung der bestehenden Verhältnisse beitragen, indem sie deren Auswirkungen, also die Auswirkungen der letztendlich der Widersprüche, in die das jetzige System verwickelt ist, ein bisschen angenehmer machen für einen Teil der Bevölkerung. Es aber nicht wirklich schaffen, eine Systemänderung herbeizuführen, aktiv herbeizuführen oder auch mitzugestalten. Das ist eine zum Teil berechtigte Kritik in meinen Augen und zum Teil auch nicht. Das wollen wir uns noch genauer anschauen, weil zumindest kann man ja sagen, dass die solidarischen Ökonomien eine Ökonomie der Übergänge bereits im jetzigen System darstellen. Und das ist auf jeden Fall ihre Grundlage und auch ihr Beitrag, den sie dann leisten können zu dem, was sich aus dem alten System an neuen Konzepten ergibt. Wichtig ist eben immer der Begriff der Solidarität, das heißt die Orientierung an den Bedürfnissen der Beteiligten und der Kooperationspartner, das heißt derjenigen, die letztendlich in diesen solidarischen Wirtschaftsunternehmen oder Initiativen arbeiten und leben und auch derjenigen, mit denen sie dann in einen Austausch treten. Und was auch wichtig ist, der Begriff der Solidarität beinhaltet eben per se die Berücksichtigung auch zukünftiger Generationen und den Erhalt der Natur. Das hatten wir auch gesehen im Rückblick auf indigene Konzepte von Solidarität, dass dort oder auch von Gemeinschaft, dass dort immer die Gemeinschaft mit der Natur auch mitgedacht ist. Das heißt, diese Implikation des Begriffs Solidarität qualifizieren die solidarischen Ökonomien im Grunde schon für das, was ansteht in dem Prozess der großen Transformation. Wir hatten darüber ja eingangs gesprochen. Ich möchte, bevor wir weitergehen, nochmal den Begriff genauer anschauen. Ich hatte Ihnen ja die Definition auch vorgestellt von RIPES, das ist der internationale Zusammenschluss, das internationale Netzwerk der solidarischen Ökonomien, also der Betriebe und Initiativen. Das Netzwerk vernetzt einerseits die Akteure natürlich und andererseits arbeitet es auch konzeptionell an diesen Fragen, welche theoretischen Grundlagen die solidarische Ökonomie hat und welche sie auch weiterentwickelt und wie genau ihr Beitrag zur zukünftigen Entwicklung aussehen wird. Da wird eben auch immer wieder betont als oberstes Prinzip Solidarität statt Konkurrenz, das heißt das Gegenseitigkeitsprinzip, das Prinzip der Umverteilung, das Prinzip der Freiwilligkeit ist ganz, ganz wichtig. Also es wird auch nicht angestrebt, ein auch nur im Mindesten vergleichbares Konzept zu haben, wie es sozusagen einer Planwirtschaft oder Ähnlichem, was ja auch historisch schon sich niedergeschlagen hat, nachzueifern. Also das Thema Freiwilligkeit und Demokratie ist dabei genauso wichtig wie die Solidarität selbst. Das heißt, es geht immer darum, dass Menschen sich freiwillig in diese Kooperation begeben. Ja? Und es ist nicht angedacht, dass ein Konzept sozusagen vom Reißbrett her entworfen wird. Das gibt es ja immer wieder mal, werden wir auch noch drauf kommen. Solche Versuche, die Widersprüche dieser Ökonomie, wie wir sie gerade haben, so mit einem Stichwort zu erfassen. Ein Beispiel dafür wäre etwa die Zinstheorie. Wir haben ja auch schon über Regionalwährung gesprochen.
die sicherlich auch ein wichtiger Beitrag sind für die Entwicklung einer Region. Aber die Zinstheorie allein ist natürlich nicht in der Lage, das komplette Bild abzubilden. Ja? Genauso auch wie andere Ansätze, die dann mit Slogans oder Begriffen sozusagen versuchen, das Ganze auf einen Punkt hin zu definieren. Und das wird aber vermutlich so nicht funktionieren, weil die Gefahr einfach auch damit verbunden ist, dass es sozusagen zu neuen Autoritarismen auch kommt, ja, die dann versuchen, die Wirklichkeit immer über genau diesen Kamm zu scheren. Ja, also ganz, ganz wichtig, die Freiwilligkeit, und auch nur daraus können sich dann, aus der Freiwilligkeit heraus, können sich dann auch solche Kooperationen entwickeln, wie wir es beispielsweise bei Wikipedia, Linux und ähnlichen frei zugänglichen Waren und Dienstleistungen, Produkten haben, weil das würde niemals so funktionieren, wenn das irgendjemand sich ausgedacht hätte und vorgeschrieben hätte. Aber wichtig ist auch noch, wenn man von solidarischer Ökonomie spricht, es geht immer um die bewusste Verfolgung auch solidarischer Ziele. Also es geht weniger inbegriffen sind dann solche Einzelinitiativen, die letztendlich nur in Anführungszeichen ein lokales Problem lösen wollen und dabei nicht konzeptionell oder strategisch auch diese Solidarität im ökonomischen Handeln zum Ziel haben. Ja, also weniger sind praktisch diese Initiativen gemeint oder auch angestrebt, die eigentlich nur in Anführungszeichen die Not lindern. Ja, ich habe Ihnen jetzt hier nochmal zusammengestellt die Definition des Forums Solidarische Ökonomie. Das ist im Moment der größte bundesweite Zusammenschluss. Ja, ich glaube, es ist richtig, der größte, ja, der sich deutschlandweit damit beschäftigt, zum einen die solidarische Ökonomie, die Initiativen zu vernetzen, aber auch eben das Konzept weiterzuentwickeln, der auch den Kongress Solikon zum Beispiel hauptverantwortlich mitveranstaltet, der Initiativen berät, auch EU-weit und international stark vernetzt ist, zum Beispiel eben zusammenarbeitet mit Vertretern und Vertreterinnen des Buen Vivir oder auch der Gemeinwohlökonomie. Und hier gibt es dann diese 7 Prinzipien, die für das Forum Solidarische Ökonomie wegweisend sind, nämlich auch nochmal Freiwilligkeit und Offenheit, also keine Zwangskollektivierung, keine Diskriminierung, also auch keine Apartheid, ja, keine solidarische oder ökologische Apartheid, wo man sich dann abhebt von anderen, sondern wirkliche Offenheit für jeden. Dann demokratische Entscheidungsfindung, das ist nochmal eine Rückbesinnung auf das genossenschaftliche Demokratieprinzip, ja, One Person, One Vote und nicht Einfluss nach Geldbeutel, wie das der Gesamttenor in unserer Gesellschaft ist. Dann ganz, ganz wichtig, Bildung, Experimente und Transparenz. Das heißt, eine Basis schaffen auch mit Bildung, mit Öffentlichkeitsarbeit für diese Ermächtigung, für dieses Empowerment von Menschen, sich diesem Wandel zu stellen und diesen gleichzeitig auch offen zu halten als Suchprozess und als Lernprozess. Wie gesagt, auch hier keine fertigen Blaupausen. Ja? Ja, als nächstes nochmal Vernetzung und Kooperation. Das hatten wir schon des Öfteren als wirklich auch ursprüngliche Ressource dieser solidarischen Ökonomie, aus der immer wieder Innovation hervorgehen wird. Das ist eigentlich sicher. Ja? Darin aber auch dann die Autonomie und Unabhängigkeit sowohl von staatlichen Institutionen als auch von der Privatwirtschaft. Das ist zum Teil leichter gesagt als getan. Das haben wir auch schon gesehen, als wir uns mit der Genossenschaftsgeschichte beschäftigt haben. Die Unabhängigkeit oder Abhängigkeit vom Staat ist immer wieder ein großes Thema, insbesondere wenn es um Institutionalisierung geht, um Vergrößerung einzelner Initiativen
kommt meistens dann doch irgendwann die Frage der Kooperation mit ins Spiel. Aber das Ziel ist, sich auch zu distanzieren vom Staat auf jeden Fall und vom Staat auch nicht zu erwarten, dass er sozusagen von den Widrigkeiten des wirtschaftlichen Systems irgendwen erlösen wird, ja, sondern ganz realistisch zu sehen, dass der Staat letztendlich auch eher die Interessen des Bestehenden vertreten wird. Ja, dann nochmals die ökonomische Selbsthilfe, das heißt bedürfnisorientiert in die Ökonomie hineingehen. Das bedeutet auch so etwas wie, dass jeder Mensch für sich erstmal definieren darf, was möchte er denn überhaupt, erstens, was möchte er tun, ja, wie möchte er wirtschaftlich tätig sein und dann natürlich auch, wie intensiv, ja, also welches Ziel ist da an beispielsweise an Einkommen, was möchte jemand haben oder nicht haben, ja, und da sieht man eigentlich schon, wenn die Ökonomie von diesen Bedürfnissen des Einzelnen ausgeht, das heißt eben nicht von dem, was vorgegeben ist, ja. Ich hatte schon mal das Beispiel mit dem Experiment und dem Verdienst genannt, ja. Also es geht nicht darum, sich zu vergleichen mit anderen oder zu sagen, ja, wenn das so und so vergütet wird, dann muss es bei mir so und so sein. Genau diese Logik wird damit überwunden und es geht viel mehr in die Logik rein der Eigendefinition dessen, was sind meine Bedürfnisse, was muss über den Markt davon vermittelt werden und was kann die solidarische Ökonomie abdecken, beispielsweise bei der Versorgung mit Lebensmitteln, mit Wohnraum, mit Bildung, mit Mobilität und so weiter. Ja, das 7. ist dann das Not-for-Private-Profit, auch klar. Solidarisches Wirtschaften ist niemals gewinnorientiert, wenn auch natürlich Gewinne erwirtschaftet werden. Das führt häufig auch zu Missverständnissen. Viele Menschen, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, sagen dann, ja, aber es muss ja irgendwas verdient werden und es geht ja auch nicht, dass diese Initiativen dann alle in die Pleite gehen. Ja? Also insbesondere bei den Genossenschaften muss man auch immer wieder betonen, das sind Wirtschaftsunternehmen, die auch Gewinn erwirtschaften. Der Unterschied liegt allerdings in dem Umgang damit und auch in der Höhe des Gewinns. Ja? Das hatten wir ja schon gesehen, auch bei Mondragon und anderen großen Kooperativen, dass das, was an Gewinn da ist, in der Genossenschaft beispielsweise dann auch verteilt werden kann und dass die Eigentümerinnen darüber entscheiden, was passiert mit dem Gewinn. Kommt der jetzt mir zugute über eine Dividende, über eine Ausschüttung oder sagen wir haben eigentlich alle genug und wir initiieren mit dem Gewinn beispielsweise einen Fonds, der ein neues Projekt anschiebt. Das ist genau der Unterschied. Es geht also niemals darum, Gewinn nur um des Gewinnwillens zu erzielen oder Profit only for profit, sondern immer darum, den Profit dann auch dem Gemeinwohl und auch dem eigenen Unternehmen wieder zuzuführen. Ja, als nächstes hatten wir auch regionale Ökonomie, haben wir schon drüber gesprochen, über den fairen Handel auch. Der faire Handel ist per se, wenn man von Nachhaltigkeit spricht, ich hatte neulich gerade eine Diskussion durchgeführt, eine öffentliche mit Vertretern aus Weltläden über Nachhaltigkeit und Transformation und die haben dann am Anfang gesagt, ja, aber Nachhaltigkeit ist eigentlich für uns gar nicht so der Fokus. Wir haben ja so lange Wege und so, also wir haben ja von vornherein, werden unsere Waren ja aus aller Welt angekarrt, mehr oder weniger. Und insofern ist der Fußabdruck dieser Waren natürlich nicht besonders hoch. Es geht uns ja eher um die Fairness im Handel und so weiter. Und dann sind wir aber trotzdem darauf gekommen, dass auch dort gerade nochmal ein Weiterdenken stattfindet, in dem dann beispielsweise jemand hinwies auf eine aktuell neue Kaffeesorte, die aus Nicaragua importiert wird und die
mit dem Segelschiff transportiert wird, ja, also im Unterschied zu anderen Kaffeesorten, und die auch ein bisschen teurer ist, deswegen, ja. Das heißt, sie wird emissionsfrei transportiert, sie wird dann auch sogar im Hafen mit Lastenfahrrädern umgeladen, die Ware, ja, sodass also der Transport fast 100% emissionsfrei erfolgt. Und siehe da, die Ware ist zwar teurer, aber sie ist im Moment in diesem Laden zumindest der Hauptrenner, also das Lieblingsprodukt, woran sich auch wieder zeigt, dass das Interesse der Konsumenten an wirklicher Nachhaltigkeit, an echter Nachhaltigkeit, die in vielen Bereichen eben dann stimmig ist, ja, auch unbedingt steigt. Ja, und das führt auch schon weiter zum letzten Punkt, Gemeinwohldenken. Es geht um echte Nachhaltigkeit, genau wie das, was ich gerade erläutert habe. Also mit Sicherheit haben auch viele Kundinnen und Kunden schon fair gehandelte Produkte gekauft aus Überzeugung, dass das richtig ist, faire Preise zu machen. Ja. Aber wie gesagt, das kann noch getoppt werden und auch da können sich immer wieder neue Verbesserungen auftun und um die geht es auch. Es geht auch dann darum, diese zu vermitteln und vielleicht auch nochmal teilweise expliziter herauszustellen, ja, um zu sagen, genau das ist jetzt auch die Weiterentwicklung. Und genau das ist ein neuer Nutzen, der jetzt entsteht. Das wäre auch schon mal im Vorgriff beispielsweise ein Aspekt, der mit dem Commoning gemeint sein kann. Also bei den Commons geht es ja auch darum, dass nicht per se irgendetwas ein Common ist, sondern ein Commons werden immer gemacht durch die Art und Weise, wie sie verwendet werden. Das heißt, in dem Beispiel des Kaffees könnte man sagen, der Kaffee ist durch den Fairhandel auch schon rausgenommen aus vielen Marktmechanismen und dadurch, dass er jetzt auch nochmal nachhaltiger weiterverarbeitet wird, kann er auch schon eine Stufe weiter auf der Stufe des Commonings gesehen werden. Eine andere Methode, die auch an diesem Punkt noch wichtig ist und auch genutzt wird in der solidarischen Ökonomie, ist die Gemeinwohlmatrix, also ein Instrument aus der Gemeinwohlökonomie, komme ich gleich noch drauf, die entwickelt worden ist für Unternehmen, weil auch die Unternehmen, also nicht nur die solidarischen Wirtschaftsunternehmen, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen in der Regel sind natürlich auch ganz, ganz wichtige Akteure in der Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Und da gibt es ja schon seit einiger Zeit auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die aber, so hat sich dann gezeigt, auch so ein bisschen ambivalent genutzt wird, also wo es relativ viel Greenwashing gab. Und die Gemeinwohlmatrix ist eine von der Gemeinwohlökonomie her entwickelte Matrix, an dem Unternehmen sich auch einem solchen Prozess stellen können, der dann sozusagen sehr, sehr viele Bereiche auch abfragt, also die Nachhaltigkeit in den Lieferketten wirklich von A bis Z nochmal nachschaut, das gehört dazu, aber auch die Kommunikation mit den Kooperationspartnern und viele, viele Dinge, die noch über die gängigen Nachhaltigkeitsinstrumente hinausgehen. Also hier auch ganz klar die Nähe zu dieser Verwendung der Gemeinwohlmatrix aus der solidarischen Ökonomie und auch natürlich zu den Konzepten des When We Wird. Ja, jetzt habe ich ja gerade gesagt, ich stelle Ihnen jetzt noch einige verwandte Theorien der Gegenwart vor. Es ist, glaube ich, wirklich nicht möglich, also zumindest jetzt in diesem Rahmen nicht möglich, alle verwandten Konzepte zu erwähnen. Ich hänge Ihnen im Literaturverzeichnis noch mal ein paar weiterführende Dinge an, wo Sie auch solche Listen finden, in denen, also so eine Art Glossar finden, in denen viele Begriffe, die auch
im Kontext der solidarischen Ökonomie verwendet werden, dann auch nochmal im Einzelnen erklärt werden. Ich beschränke mich jetzt hier zum einen auf die Commons, auf die Gemeinwohlökonomie und auf das Konzept des Degrowth, weil sie einfach sehr, sehr viele Überschneidungen auch haben zur solidarischen Ökonomie. Commons habe ich gerade schon erwähnt, sind wir auch mehrfach schon dran vorbeigekommen, sage ich mal, zuletzt bei den Waldgenossenschaften in der Region Nordhessen, bei den Interessentenwäldern, die ja ihren Ursprung auch haben in der mittelalterlichen Allmende, in den bäuerlichen Huterechten, also in dem, was sozusagen dann gemeinwirtschaftliches, gemeinsames Eigentum gewesen ist. Und das ist die Ursprungsbedeutung auch von Allmende, also ein Bereich, ein Wirtschaftsbereich, der erstmal allen gehört. Und man kann sagen, jetzt wirtschaftshistorisch gesehen, dass letztendlich mit der Industrialisierung, also vorhergegangen schon die Bauernkriege und diese Auseinandersetzungen, aber mit der Industrialisierung hat dann das eingesetzt, was Marx die ursprüngliche Akkumulation nennt. Und das heißt, in dem Moment wurden diese Commons privatisiert und die Menschen wurden letztendlich auch von der Möglichkeit getrennt, ihren Bedarf über Subsistenzwirtschaft selbst zu decken. Und die Allmende ist auch sehr, sehr unterschiedlich, wird sie auch diskutiert. In der Ökonomie hat man lange gesprochen von der Tragik der Allmende, also ökonomische Theorien haben versucht nachzuweisen, dass sich ein gemeinwohlorientiertes Handeln der Menschen niemals durchsetzen wird, weil es immer und zwar immer und automatisch eine Übernutzung von Allgemeingütern geben wird, weil einfach jeder Mensch sozusagen erstmal nach seinem Vorteil suchen wird, den er aus diesen Allgemeingütern zieht. Dagegen haben dann Ökonominnen wie beispielsweise Elinor Ostrom nachgewiesen, halt mal, das lässt sich so nicht behaupten, weil es ist nachgewiesen, dass Menschen Absprachen treffen können und dass Menschen auch Grenzen einhalten können, wenn dies vorher vereinbart wird, wenn dies kommuniziert wird. Ja? Und darüber kommt man dann zu dem Commoning, zu dem Begriff des Commoning, wo heute weitgehend darüber gesprochen wird, dass es also keine per se Güter, beispielsweise Allgemeingüter gibt wie die Luft oder das Wasser oder das Land auch, ja, sondern dass es immer darum geht, wie mit diesen Gütern umgegangen wird. Also Wasser kann eben abgefüllt werden und verkauft werden und es kann aber auch gemeinschaftlich gepflegt werden. Es kann beispielsweise in einer Wassergenossenschaft gemeinschaftlich verwaltet werden oder, das liegt aber nicht in dem Wasser selber, sondern in dem, was die jeweilige Gemeinschaft daraus dann herstellt. Und die Verbindung des Commonings zur solidarischen Ökonomie liegt in meinen Augen auch in diesem Aspekt der Verbindung. Ja? Also dass das Commoning auch ein Konzept ist, was versucht, diese Spaltung in dem Fall oder diesen Widerspruch zwischen Markt und Staat, zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Nord und Süd, ja, was wir auch mehrfach schon genannt haben, was letztendlich die Grundlage ja ist der ganzen Negativentwicklungen, die diese Struktur genommen hat und weiter nimmt. Also dass das Commoning auch ein Gegenkonzept letztendlich gegen diese Trennung und Spaltung, gegen diesen Dualismus liefert. Und daher auch einen gewissen Zustrom auch in der letzten Zeit erlebt hat, dass Menschen sich dafür interessieren, sich dafür engagieren und einsetzen. Was wirtschaftlich dann noch interessant ist, dass auch von dem Commoning ausgehend man zu der Annahme kommen kann, dass auch Güter nicht mehr hergestellt werden
auf Vorrat, ja, wie das jetzt in der Ökonomie ja der Fall ist. Also es wird etwas in einer Masse hergestellt, die einfach in dem Moment nicht benötigt wird. Aber vom Commoning aus gedacht her wäre es möglich oder denkbar, dass Güter auch nur noch nach Bedarf angefertigt werden. Und eine weitere These, die sich damit verbindet, ist, dass eine auf freiem Wissen und freien Informationen basierende Produktion ökonomisch effizienter sein kann als die Produktion, in der Innovationen durch Eigentumsrechte, Patente, Urheberrechte und so weiter geschützt werden. Ja, die Gemeinwohlökonomie, auch nur ganz kurz jetzt die wichtigsten Grundannahmen genannt. Die Gemeinwohlökonomie ist entwickelt worden von dem österreichischen Autor und Politaktivisten Christian Felber. Und er entwirft sie wirklich als die Vision eines alternativen Wirtschaftssystems, das auf gemeinwohlfördernden Werten wie Kooperation und Solidarität statt Konkurrenz und Gewinnmaximierung aufgebaut ist. Die Grundwerte dieser Wirtschaftsordnung sind Vertrauen, Verantwortung, Mitgefühl, Teilen und Solidarität. Und daraus hat er über die Jahre einen Ordnungsrahmen entwickelt für dieses gemeinwohlorientierte Wirtschaften, in dem auch letztendlich politische Rahmenbedingungen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen mitgedacht sind, also so etwas wie gewählte Wirtschaftsparlamente in den Regionen gehört dann dazu, ja, einfach aus der Überlegung heraus, wo wir auch schon öfter dran gestoßen sind an die Grenze. Die einzelnen Unternehmen kommen ja nicht weiter letztendlich oder können keine Veränderung bewirken, wenn die Rahmenbedingungen einfach auch nicht unterstützend sind. Die Eckpunkte sind zum einen diese Gemeinwohlbilanz der Unternehmen, die ich schon erklärt habe, und dann in Bezug auf die Wohlfahrtsmessung entwickelt er das Gemeinwohlprodukt statt des Bruttoinlandproduktes, also auch nochmal einen eigenen Wohlfahrtsindex. Dann gehört dazu die Deckelung der Weitergaben von Erbvermögen, ja, also das bezieht sich natürlich auch auf das, was volkswirtschaftlich im Moment so passiert, nämlich dass sehr, sehr viel Vermögen erstens vorhanden ist, zweitens vererbt wird irgendwann in der näheren Zukunft. Und er sagt also, jeder, der mehr als 500.000 Euro erbt, soll dies sozusagen als demokratische Mitgift für die Folgegeneration abgeben. Ja, in einen Zukunftsfonds oder wie auch immer. Diesen Vorschlag gibt es ja dieser Tage öfter. Es wird beispielsweise auch ein Klimafonds vorgeschlagen, im großen Stil, weil einfach auch klar ist, dass die Veränderungen, die anstehen, Geld kosten werden. Und Felber sagt eben auch ja, vollkommen zu Recht, das Geld ist ja da, und zwar vor allem eben in den Privathaushalten. Erstmals in der Geschichte mehr oder weniger haben wir eine solche Konzentration von Reichtum, von privatem Reichtum. Nicht für alle, selbstverständlich, aber für ziemlich viele, zumindest in den entwickelten Industrienationen. Ja, dann denkt er nach über direkt gewählte regionale Wirtschaftsparlamente, dann auch Anschluss nochmal an die Commons, über demokratische Almenden, die letztendlich in den Kernsektoren Mobilität, Energie, Kommunikation, Gesundheit, Soziales zur Verfügung stehen sollen. Das wäre eben beispielsweise auch ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr oder die Förderung überhaupt von Kollektivtransportkonzepten, also weg vom Individualmobilitätsanspruch, ja, der darüber dann garantiert wäre, wie ja auch jetzt schon einige Städte und Gemeinden fangen ja jetzt auch schon an, mit dem kostenlosen ÖPNV zu experimentieren. Das ist genau die Richtung, in die so etwas gehen soll, weil in dem Moment, wo er kostenlos ist, kann auch
niemand sagen, das ist mir ja zu teuer und ich würde ja die Bahn nehmen oder die Straßenbahn nehmen, wenn es nicht so teuer wäre. Dazu gehört weiterhin eine demokratische Bank, also die Gemeinwohlbank. Das ist, sage ich mal, relativ typisch natürlich auch für die Entwicklung alternativer Wirtschaftskonzepte, weil, hatten wir auch schon besprochen, beispielsweise zur Alternativökonomie gehörte auch die Ökobank dazu, weil man braucht natürlich auch eine Bank oder die Genossenschaftsbanken zu den Genossenschaften, eine Bank, die auch ausgerichtet ist auf den Bedarf dieser Unternehmen, den sie dann haben werden. Dann gehört eine Fairhandelszone dazu, eine Gemeinwohlzone, so nennt er das, ein entsprechendes Schul- und Bildungssystem, was auch gemeinwohlorientierte Werte vermittelt. Das ist auch nochmal ein richtig großes Fass, wenn man darüber nachdenkt, welche Werte eigentlich in unserem Schul- und Bildungssystem vermittelt werden. Ja, und dann soll dieser ganze Prozess eben weiterentwickelt werden in einem sehr umfänglichen Beteiligungsverfahren, Beteiligungsprozess, der auch aktuell schon läuft in sehr, sehr vielen Ländern. Mittlerweile ist das Konzept auch schon bei den Vereinten Nationen vorgestellt worden. Es gibt verschiedene Botschafter, die sich hinter das Konzept gestellt haben. Auch solche wirklich Vorreiterunternehmen, sage ich mal, wie in Deutschland ist es beispielsweise der Outdoor-Produzent, Outdoor-Kleidung-Produzent VD. Die haben sich ganz, ganz stark, identifizieren sich ganz, ganz stark mit dieser Gemeinwohlökonomie, also bis hin von innerbetrieblichen Veränderungen bis hin zur ständigen Verbesserung des Produkts, ja, der Stoffe, die sie verwenden, unter ganz, ganz hohen ökologischen Standards. Ja, wie gesagt, die VD tritt auf als Botschafter bis hin auf die UN-Ebene für die Etablierung der Gemeinwohlökonomie. Und letztendlich ist auch das Ziel, diese Gemeinwohlökonomie durch Volksabstimmungen in den Verfassungen zu verankern. Das ist ja auch eine Forderung, die aus dem Umfeld der Nachhaltigkeitsbewegung ja auch immer wieder kommt, dass Nachhaltigkeit einfach in die Verfassung als Grundrecht und Grundprinzip mit aufgenommen wird. Ja, als letztes dann noch das Degrowth-Konzept. Das ist eigentlich sehr ähnlich der solidarischen Ökonomie, ist letztlich ein zu Ende gedachtes Suffizienzkonzept, also was sehr, sehr stark auf minimalistischen Lebensstil, also Reduzierung von Konsum und auch von Produktion und auch dann Reduzierung auch des Wachstums, also Schrumpfung wirklich versucht zu denken, was dann auch sich darin äußert, dass man einfach das Wachstum umdefiniert, ja, und das Attraktive an dem Konzept finde ich, dass hier auch gezeigt wird, Suffizienz, also das heißt, Suffizienz heißt ja eine Ökonomie des Genug, ja, es ist genug. Das wurde aber lange Zeit assoziiert mit Deindustrialisierung, Rückschritt, Zusammenbruch und sonst was alles. Und hier wird jetzt in dem Degrowth-Ansatz wird gezeigt, dass sich aus diesem Suffizienzgedanken wirklich auch ganz, ganz viele neue Konzepte und auch Geschäftsmodelle ableiten. Also beispielsweise der ganze Markt des nachhaltigen Reisens beispielsweise, ja, kann ja viele Konzepte, die bisher bekannt sind und die aber ressourcenschädigend sind, ersetzen. Ja? Also das heißt, Suffizienz ist nicht Stillstand, sondern Suffizienz ist Weiterentwicklung. Und dann kommen natürlich auch solche Aspekte mit dazu, dass einfach andere Werte im Vordergrund steht. Also weniger Produktion, weniger Konsumtion, dafür mehr Freiräume, mehr soziale Interaktion, mehr Zeit, mehr Einfachheit, die Dinge der Nachbarschaftshilfe und Ähnliches treten damit dann in den Vordergrund, beziehungsweise haben überhaupt eine Chance, auch gelebt zu werden.
Ja, und noch ganz kurz der Hinweis, das hatte ich auch schon des Öfteren erwähnt, eine flankierende Maßnahme in so einem Konzept ist natürlich auch das bedingungslose Grundeinkommen oder das Grundeinkommen. Gibt es ja auch verschiedenste Vorstellungen mittlerweile dazu. Aber letztendlich heißt das Grundeinkommen oder die Diskussion um ein Grundeinkommen, so wie sie im Moment auch geführt wird, zeigt ja auch, dass im Grunde genommen dieses Modell, was wir gerade haben, an einem Erschöpfungszustand angekommen ist. Ja? Also wo einfach klar ist, wir haben es auch schon in anderen Sitzungen erwähnt, es entstehen einfach kaum noch neue Märkte. Ja? Über die Digitalisierung beispielsweise ist sogar vorstellbar, dass sich irgendwann ganz, ganz viele Produkte im 3D-Drucker selbst herstellen lassen, wodurch wieder ganze Wirtschaftszweige letztendlich theoretisch ausfallen. Das heißt, es muss eine andere Grundsicherung letztendlich perspektivisch erfolgen, auch unter dem Aspekt der sozialen Spaltung, die ja auch in den Industrienationen immer weiter voranschreitet. Und das Grundeinkommen kann dann auch genutzt werden, wenn wir auch beim Thema Rahmenbedingungen und Unterstützung sind, wäre das Grundeinkommen natürlich auch ein richtig gutes Instrument, was die Weiterentwicklung der solidarischen Wirtschaft überhaupt ermöglichen kann.